Aber wir gehen trotzdem jetzt mal hier durch. Achte auf alles. Das habe ich Whether you vor. are speaking with the client directly or neural probing within their mind, it is always imperative to listen. You'll find that every detail of the subconscious is trying to tell its story. In the case of our clients, it's often the forgotten story of the trauma they experienced. Some parts of the client's memory may have become confused or corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right places, you will find that the truth will ultimately shine through. Some parts of the subconscious allow you to interact with them, while neural probing, make an A button motion to engage with it. Using a right stick motion will allow you to move the item around to examine it further. When you are done, you can make an A motion again, and it will return to its natural position. Okay, ein Riesenlaib Brot. Also, wenn das die Erinnerung der Kindertage ist, welche wir aus seiner Geschichte definitiv nicht so uns vorgestellt haben, es kommt natürlich irgendwann dieser Nostalgiefilter rüber. Und sie hatten diese glücklichen Momente. Aber halt ja, um sich da schön zu reden. Anscheinend viel, also an sich viel Essen durch Riesenportionen, Spielzeug, Eis oder Schlagsack, Muffins oder was auch immer das ist. Muffin, das ist ein Muffin. Das haben die ja wahrscheinlich nicht gehabt, aber das sind wahrscheinlich die Momente, an die sie sich festklammern, die die Situation gut reden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Genau, und wir sind also in dieser scheinbar hübschen Welt, die eigentlich ein Living Nightmare waren für die... While neural probing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness typically there are you'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. More on that later. Okay, hier sehen wir dann wahrscheinlich die Fotos, von denen sie gerade geredet hat. Ja. Hat er gesagt, wie alt er ist momentan? Er meinte auf jeden Fall auch, das wird schlimmer, je älter die sind. Das kommt natürlich dadurch, je früher du dich mit sowas beschäftigst, umso schneller kann dein Kopf nachher das verarbeiten. Aber je länger du wartest, umso mehr manifestiert sich das. Besonders wenn sie später vielleicht noch eine Demenz oder ähnliches rutschen, dass sich wirklich diese Gedanken, das Langzeitgedächtnis so weit festgesetzt hat, dass sie das so nicht mehr vergessen und mit dieser Angst ewig leben müssen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass er losgegangen ist, um seine Probleme zu zeigen oder zu erzählen, um ein Problem frühestmöglich beheben zu können. Genau. So. Dear brats, go away. Ja, okay. Auch wenn diese Welt eigentlich für sie ganz schön war, innocent, also hier unschuldig und ähnliches, war ihre Mutter, Stiefmutter, doch immer, jedenfalls aus ihrer Sicht, wir wissen nicht, wie sie wirklich war, nur aus ihrer Sicht, ein Biest. Ja, wahrscheinlich haben die Kinder die gestört, also ich rede jetzt nur von der Kindersicht. Theoretisch müssten wir die Story von der Mutter auch noch hören, um ein Gesamtbild zu bekommen. Und vom Vater vielleicht auch noch. Aber aus deren Sicht war sie schrecklich, wahrscheinlich unfair. Aber Kinder verstehen nicht unbedingt alles aus den Aktionen. Das kommt vielleicht auch durch mangelnde Kommunikation. Ich weiß nicht, in welchem Zeitalter sich das hier befindet. Deswegen kann man dazu auch gerade eher wenig sagen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie dadurch ihren Vater auch noch aus dem Bild drängen, wobei der wahrscheinlich vielleicht sogar das eigentliche Problem ist, dadurch, dass er das alles losgetreten hat mit der Stiefmutter. Und auch dadurch, dass sie meinen, oh, das ist unser Vater, das ist ein guter, ungefähr. Es hat aber dafür gesorgt, dass die Stiefmutter zu denen kommt und seine Entscheidungen haben dazu geführt, können dazu geführt haben, dass dieses Trauma sich überhaupt erst festgesetzt hat. Oder mehrere Traumata. Ich weiß es nicht, aber der Vater wird auch eine große Rolle eigentlich damit spielen. Davon gehe ich aus. Gibt es ja irgendwelche Tasten, mit denen ich noch irgendwas machen kann hier? Irgendwie diese Fotos und so? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist zu. Rats go away. Ja.
So, wir müssen uns alles ganz genau angucken. Die Türen sind alle zu, glaube ich. Ich möchte eigentlich auch noch gar nicht ins nächste Gebiet. Ich möchte nur wirklich wissen, wo wir jetzt Möglichkeiten haben, noch hinzugehen. Und was wir machen sollen, genau. Wir finden doch bestimmt noch irgendwas hier. Muss doch... Ding ist, ja. Die haben ja auch gesagt, die sind in Anführungszeichen adaptiver geworden durch ihre Stiefmutter. Sie hat sie ausgesetzt in den Wäldern. Und sie haben sich verirrt und mussten sich mehr anpassen. Deswegen, auch aus dem Grund würde ich fast sagen, dass die Stiefmutter weniger Schuld trifft als den Vater. Auch wenn das vielleicht etwas harsch jetzt klingt, aber finde ich eigentlich. While neural probing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can only hold on to so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. Ja. Ja. Oh, die Spiele machen mir jetzt schon Spaß. Solche Spiele mag ich. Solche finde ich super. Ach da. My stepmother hated my twin sister and me. Das ist aber, genau, ich glaube, das ist sogar eine falsche. Das heißt nicht unbedingt, dass sie die gehasst hat. Wie gesagt, wir sind nur in der Erinnerung des einen, des Stiefsohnes. Es kann natürlich den Eindruck gehabt haben, aber es muss nicht so sein. So, wir haben nur ein... Gab es hier noch eins? Weil das Ding ist an der zweiten Stelle. Das irritiert mich. Könnte hier irgendwo auf jeden Fall noch ein zweites geben. Und wir sollten alle finden, bevor wir uns zu irgendwelchen Entscheidungen hierin hinreißen lassen. Und die Frage ist, hat sich jetzt auch irgendwas hier verändert? Wir haben... Theoretisch die einzige Referenz momentan auf die Stiefmutter ist das Schild. When you acknowledge a memory photo, it will surface more prominently in the client's psyche, and at that point can be found in a safe area of the mind, often where you begin within the client's mind. When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory. Often he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neuroprober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Und andererseits habe ich auch tatsächlich etwas Angst, dass wir ihm nicht richtig helfen können, weil wir es falsch interpretieren. Natürlich ist man seiner Meinung immer recht bewusst und man meint, es wäre so. Achso, Fotoerinnerung. The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Wir haben oft Kanincheneintöpfe gegessen. Okay, das mag erst ein bisschen irrelevant hier wirken. Aber es könnte tatsächlich eine Rolle spielen, wenn wir mehr Puzzleteile hier bekommen. Okay, jetzt öffnet sich die Tür hier. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere. Ja genau, Türen auch in meinen solche Träumen oder ähnlichem sind einfach mal komplett andere Locations dahinter. Okay, wir sind also in der Nacht wahrscheinlich tatsächlich im Wald, wo sie ausgesetzt wurden. My sister saved me from becoming dinner. Also haben wir auch irgendwo eine große Abhängigkeit von seiner Schwester, die er immer noch als Heldin oder ähnliches sieht. Wobei wir ihren Part der Story natürlich auch nicht haben. Schauen wir mal. Have you noticed that the world can sometimes become fuzzy and degraded like static on a television? That's the client's subconscious mind reacting to your own feelings of fear, stress, and anxiety. The subconscious doesn't take kindly to intruders.
and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. Okay, und daher wahrscheinlich auch die Webcam. Ja, ich bin ruhig. Mein Gesichtsausdruck ähnelt einem Blatt Papier. Flach, ohne Regung. Natürlich jetzt, wenn ich rede, aber genau. Here's an example of a particularly buried memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a left trigger motion if you need to break your concentration. Okay. Okay, sehr intuitiv. Also, ja. The birds would never sing for us. Das ist aber auch, boah, ist das Ego-mäßig. Okay, der hat auf jeden Fall ein Problem. So viel ist ja schon klar, aber ja. Ja. Der Weg geht hier weiter. Es ist immer noch dunkel. Der Wald wirkt beengt. Also man hat wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt von den Spieleentwicklern so gemacht wurde, nur damit man in diese Richtung gehen kann. Aber es wirkt allein dadurch, dass wir uns natürlich in den Erinnerungen befinden, natürlich alles sehr beengt und wenig an Möglichkeiten. Das spiegelt nur wieder, was er über seine Schwester denkt, dass wir seine Schwester in Anführungszeichen brauchen. Er ist hier gefangen und seine Schwester hatte wahrscheinlich, ich würde sagen aus der Vogelperspektive hier oben, wird sie den Wald dann wahrnehmen. Oder würde er sich das vorstellen? Wir selber würden das genauso sehen. Und sie wäre wahrscheinlich eher in einem helleren, sagen wir Dämmerungswald oder so. Wobei ich sie ja nicht kenne und wir nicht gehört haben, was sie so erzählt. Aber es würde sich gravierend unterscheiden zu dem hier. Wenig, aber gravierend. So. Wir sehen an sich, ja, also er war sich bewusst, dass er ein ziemlich kleines Kind ist und an sich hilflos ist und der Wald Kinder verschlingt. Wahrscheinlich hat er sich das eingeredet. Ja. Dunkle Flecken überall. Das Unbekannte, was abstrakt wirkt. Ja. A terrible fire burned our home down. Frage ist, habe ich richtig zugehört vorhin? Ist es wirklich abgebrannt oder ist es nur ein Sinnbild für die Mutter, die Stiefmutter, die an sich deren heile Welt kaputt gemacht hat, angeblich? Wobei ich sagen muss, der Vater spielt garantiert da eine Rolle drin. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. Though this is a journey that you must make alone, we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously. If you need to access any of your neuroprober tools or pull your consciousness free, press your finger where a start button might be. This will bring up your neuroprober tools and you can proceed as needed from there. Achso. Oh, wir speichern. Ja. Das ist gar, also diese hellen Steine sind wahrscheinlich aber nur, sind die Fußschritte der Schwester, die er die ganze Zeit verfolgte, um hier rauszukommen, ohne selber zu wissen, wohin er geht. An sich führt uns dieser Weg ja auch selber. Aber das kommt wahrscheinlich auch nur dadurch, dass die Schwester das früher gemacht hatte. Wenn die Schwester nicht da gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich ein Irrgarten.
Und kein gerader Weg hier. Weil rausgefunden haben sie scheinbar immer. Gut. So, 5 Bilder haben wir. Ja, das ist aber, oh, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig, weil die Sachen teilweise echt random wirken. Okay. Wohin denn jetzt? Hier können wir noch nicht durch. Hier können wir nicht wieder zurück. Achte auf alles immer noch. Das haben wir ja vor. Aber die Tür ist immer noch geöffnet. Haben wir irgendwas vergessen? Oh ja, wir können hier wieder rein. Ruhig bleiben, selbst im Angesicht der Gefahr. Das sollte mir nicht schwerfallen. Do you remember when I mentioned that the client's subconsciousness can feed off of your fear? Some uniquely vulnerable areas can be very sensitive and dangerous. When you place your consciousness in another's subconsciousness, there is a risk of you getting hurt, of the pain and turmoil of the client's psyche drawing your own mind into its agony. You must be brave in these areas despite the risk. You must stay calm. Should you let your fears get the best of you, it will be incredibly difficult to proceed unharmed. Ja, das kriegen wir hin. Ohne Probleme. Ist ja nicht The Cursed Forest hier. Okay, ich glaube, das ist das, was ich meinte. So ein bisschen Irrgarten. Wir sehen an sich nicht, wo wir hinlaufen. Und es kann sein, dass das jetzt einfach seine Angst ist. Eine seiner größten Ängste. Das Alleine-Sein ohne Führung im Wald. Der hat sich wahrscheinlich als Kind sehr viele Gedanken drüber gemacht. Was wäre, wenn ich jetzt alleine da wäre? Und genau das hier wäre die Situation gewesen. Sehr vermutlich. Und er da in Deutschland aufgewachsen ist, ich glaube nicht, dass in den Wäldern hier die größten Gefahren gelauert haben, dass der Wald ihn verschlungen hätte. Er hätte natürlich Pech haben können durch Angst. Irgendwo hängen bleiben können. Aber oder umknicken und dann da liegen bleiben. So ungefähr, aber an sich ging jetzt nicht die größte Gefahr davon aus. Aber man baut sich natürlich auch sehr drauf auf dann, ne? Wenn man erstmal einen Gedanken hat, der sich so hart festsetzt, dass er sich immer weiter aufbaut und aufbaut und aufbaut. Angst. Angst führt zu weiterer Angst und zu weiterer Angst. Außer du stellst dich ihr. Dann hast du erstmal richtig Angst. Aber schaffen tust du es trotzdem. Und es geht voran. Sowieso. Bleib in deiner beschränkten Welt oder tritt heraus. Es ist deine Entscheidung. Oder auch nicht, wenn ich vorhin schon über Chaos geredet habe. Aber trotzdem. Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Auch okay. Macht ja nichts. Auch eine große Gefahr, tatsächlich in Wäldern im Kreis zu laufen. Wenn man sich keinen Fixpunkt sucht, läuft man im Kreis. Teilweise Riesenkreise, über Kilometer. So, ich weiß nicht genau, wo wir hier hin. Das heißt sollen. An sich sollen wir nirgendwo hin, sondern wir suchen. Ich denke, das Spiel reagiert auch auf unsere Geschwindigkeit, in der wir laufen. Von daher werde ich hier so ruhig wie möglich, entspannt, durchmarschieren.
Hier könnten wir theoretisch weiterkommen. Das wäre jetzt entgegengesetzt der anderen Richtung. Und hier sieht es auch so aus, als würde es ein gerader Weg inzwischen sein. Oder täuscht das? Okay, hier geht's noch rum. Ah, super. Okay, ja. You can even pick up and walk around with some objects. To do so, interact with it and then start walking while holding on to it. Okay, aber wo haben wir denn hier ein Objekt? Oder ist es nur einfach ein allgemeiner Tipp jetzt gerade? Hier haben wir gerade nämlich nichts gefunden, ne? Konnten wir hier ein Puzzleteil vergessen haben? Ist das möglich? Aber wir können, wenn wir hier schon einmal drin waren, könnten wir hier auch nochmal rein. Ach so, hier. Aha. Eulen. Die Herrscher des Waldes, so wie sie hier dargestellt werden, scheinbar. Ja. Okay, irgendwas hat es ja ausgelöst. Frage ist nur was. Nur was. So können wir die Fackel noch anmachen oder so. Ist das vielleicht noch ein Ding? Das ist eigentlich Brot? Ich weiß es nicht. You can even pick up and walk around with some objects.